Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es nur indirekt um Messer. Es geht heute eher um das Thema Sicherheit. Sicherheit für den Umgang mit Klappmessern, deren Klingen im geöffneten Zustand nicht verriegeln. Also zum Beispiel Slip Joint oder Friction Folder. Ich werde euch einen Do-it-yourself Fingerschutz bzw. Fingerguard vorstellen. Wenn euch das interessiert, dann bleibt bitte dran. Nein, ich bin nicht unter die Schmuckhersteller gegangen. Das wäre auch ein etwas rustikaler und nicht besonders attraktiver Ring. Das ist der Do-it-yourself Fingerschutz, bestehend aus der Lauffläche eines Fahrradreifens. Das ist im Übrigen der Prototyp. So bin ich drauf gekommen, aber ihr seht schon, der hält auch nicht so gut. Deswegen habe ich das Ganze etwas verfeinert, vernäht und mit einer Öse versehen. Es trägt sich auch gut, also er ist, stört nicht, ist nicht unbequem. Da kann man schon mal nicht meckern. Fahrradreifen bestehen nicht nur aus Gummi, muss man dazu sagen, sondern innen ist eine Gewebestruktur und die besteht aus Nylonschnüren und Polyamiden. Die sind so parallel laufend, ich weiß nicht, ob man das hier gut erkennen kann. So vernäht, da innen ist eine Gewebestruktur vorhanden und das ist eine wirklich stabile Sache. Ich zeige euch das mal ganz kurz. So ein Reifen muss ja auch einiges aushalten. Ich habe hier ein Mora-Messer, das ist wirklich sehr scharf. Man hört es dann auch, wie das Gewebe knackt. Ich habe jetzt wirklich aufgedrückt. Man sieht auch, ich habe einen Knick reinbekommen, aber ich bin nicht durch. Es gibt jetzt auch noch modernere Reifen, die haben noch eine Pannenschutzeinlage, die haben quasi einen Durchstechschutz. Stechen hingegen würde funktionieren, also da würde ich durchkommen. Aber auch das ist wirklich schwierig. Insofern ist es wirklich gut geeignet dafür. Ich zeige euch als nächstes anhand einiger Messer, wie der Do-it-yourself Fingerguard funktioniert. Ich habe hier einige Slip Joint und Friction Folder. Das Prinzip des Fingerschutzes ist sehr einfach. Er soll die Hand bzw. die Finger vor einem unbeabsichtigten Einklappen des Messers schützen. Handschuhe hat man nicht immer dabei und auch die bieten im Übrigen keine Garantie, dass man sich eventuell verletzt. Der Fingerguard ist auch keine hundertprozentige Garantie, aber er ist klein und praktisch und wenn es mal etwas gröber zur Sache geht, ist es besser als nichts. Zudem kann man ihn auch gut verstauen, also das zeige ich euch später noch kurz. Er hat auch noch eine Funktion, er ist nicht nur ein Fingerschutz, er hat noch eine andere praktische Funktion, das zeige ich euch aber auch gleich. Ich demonstriere euch jetzt mal ganz kurz die Anwendung. Ich habe hier ein recht großes Messer, ein Puma Anglermesser. Angenommen, das würde jetzt einklappen, kann ja mal passieren, wenn man einen Fisch ausnimmt oder was. Es passiert nichts. Ich kann noch so drücken, also das ist eine sichere Sache. Funktioniert natürlich auch mit einem Schweizer Messer. Also ich spüre auch nichts. Ganz fies sind Verletzungen an der Säge. Wenn man da mal so über den Finger fährt, dann hat man gleich so eine richtig schöne offene Wunde. Auch hier passiert nichts, ich spüre auch die Zähne nicht. Man kann das natürlich auch mit einer etwas größeren Säge machen. Also da geht es wirklich nur als Schutz, wenn man abrutscht. Auch hier, ich spüre auch die nicht. Funktioniert natürlich auch mit Friction Folder. Die haben oftmals so eine schöne kleine Ecke. Die kann ich hier richtig schön reindrücken, passiert überhaupt nichts. Genau wie bei dem hier. Ja. Und wenn es auch mal weiter irgendwie geht, es passiert einfach nichts. Das Schöne ist natürlich auch, die Schneide des Messers wird auch nicht beschädigt. Es ist Gummi, es ist ein weiches Material. Ja. Was ich vorhin schon erwähnt habe, es hat noch eine Funktion. Ich kann damit in einen kontrollierten Vorgriff gehen. Ich kann die Klinge so greifen, die kann sich nicht bewegen und ich kann jetzt richtig schön den Schnitt führen. Würde auch hier funktionieren. Also das ist schon ganz gut. Es gibt auch einige feststehende Messer, die haben eine Aussparung für den Finger. Auch hier muss man sich dann keine Gedanken machen. Da
Da gehe ich dann einfach vorne rein in den Griff und es kann nichts passieren. Der Fingerschutz hat noch weitere Vorteile. Er ist klein und sehr flexibel. Das heißt, ich könnte ihn auch an den Schlüssel machen als Schlüsselanhänger. Der trägt nicht auf in der Hose. Oder er passt auch wirklich perfekt aufs Huntsman drauf. Also ein vierlagiges Schweizer Messer. Sieht nicht schlecht aus, finde ich. Könnt ihn auch direkt an den Karabiner oder an einen Schlüsselring machen. Passt auch beim Mauser und beim Anglermesser perfekt. Und bei Friction Foldern hat er noch einen weiteren Sicherheitsvorteil. Die können ja auch mal in der Hose unbeabsichtigt aufgehen. Und so ist auch die Klinge im geschlossenen Zustand absolut gesichert. Ja. Also ist wirklich eine ganz praktische Geschichte und auch sehr leicht hergestellt. Ich habe diesmal kein Tutorial gemacht, weil es wirklich so einfach ist. Man schneidet sich ein passendes Stück ab, mit der Lochzange ein paar Löcher rein, dann stabiles Garn zum Vernähen und wer noch möchte, kann hier noch eine Öse reinstanzen. Ja, also ist wirklich einfach. Gut, das wollte ich euch mal zeigen. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch alles Gute, ganz viel Gesundheit. Bis zum nächsten Mal. Eure Chaos Werkbank.